Lektion 1 Morgenroutine. Hallo Anna, ich komme normalerweise gegen 8:30 Uhr im Büro an. Das ist eine gute Zeit. Ich fange um 9 Uhr an. Es gibt mir die Möglichkeit, mich einzuleben und mich auf den Tag vorzubereiten. Ich mag es, ein wenig Ruhe zu haben, bevor der Trubel beginnt. Ja, es hilft mir, mich besser zu konzentrieren und meine Aufgaben besser zu planen. Morgenroutinen sind für einen produktiven Tag so wichtig. Absolut. Sie geben den Ton für alles an, was folgt. Lektion 2 Einblicke in London. Hallo Anna, wussten Sie, dass im Großraum London etwa 12 Millionen Menschen leben? Uff, das ist eine riesige Bevölkerung. Es muss voller Aktivität sein. Das ist es wirklich. Und in den umliegenden Gebieten gibt es mehrere Millionen mehr. Das ist unglaublich. London war die erste Stadt, die eine solche Größe erreichte, oder? Ja, es hat eine so reiche Geschichte und vielfältige Kultur. Ich würde gerne eines Tages all die verschiedenen Viertel erkunden. Ebenfalls. Jedes hat seinen eigenen Charme und seine eigene Geschichte. Lektion 3 Geldwechsel. Hallo Anna, ich bin diese Woche beruflich unterwegs. Wissen Sie, wo sich die Wechselstube befindet? Ja, es liegt in der Nähe des Haupteingangs, direkt neben dem Café. Perfekt. Ich muss vor meinen Meetings etwas Landeswährung besorgen. Kluger Schachzug. Auf Reisen ist es immer gut, Wackel zur Hand zu haben. Absolut. Halten Sie die Preise dort für angemessen? Normalerweise sind sie in Ordnung, aber manchmal gibt es bei Banken bessere Zinssätze. Das stimmt. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich später mehr brauche. Lektion 4 Finanzplanung. Hallo Anna, hast du schon einmal an Planabschlüssen gearbeitet? Ja, das habe ich. Sie sind für die Prognose der Zukunft eines Unternehmens unerlässlich. Genau. Es hilft dabei, fundierte Entscheidungen über Budgets und Investitionen zu treffen. Rechts. Die Bewertung der Unternehmensleistung kann diese Entscheidungen leiten. Es ist faszinierend, wie Daten die Strategie eines Unternehmens beeinflussen können. Definitiv. Genaue Prognosen können zu einer besseren finanziellen Gesundheit führen. Und es ist von entscheidender Bedeutung, dass auch die Stakeholder diese Prognosen verstehen. Lektion 5 Herzerwärmende Gastfreundschaft. Hallo Anna, ich war kürzlich zum Abendessen bei einer Freundin zu Hause. Das klingt so herzerwärmend. Wie war die Erfahrung? Es war herrlich. Sie bereiteten ein köstliches Essen zu und sorgten dafür, dass ich mich wie zu Hause fühlte. Gab es auf dem Weg dorthin irgendwelche Herausforderungen? Nur ein bisschen Verkehr, aber es hat sich für das Unternehmen gelohnt. Ich liebe solche Zusammenkünfte. Das gemeinsame Essen bringt Menschen einander näher. Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Freundschaften zu stärken. Lektion 6 Winterspaß. Guten Morgen Anna, hast du vor, dieses Jahr den Winter zu genießen? Ich denke, ich werde es noch einmal mit Eislaufen versuchen. Es macht so viel Spaß. Das hört sich großartig an. Eishockey ist auch eine fantastische Winteraktivität. Ja, Ich liebe es, wie es auf einer flachen Eisfläche namens Eisbahn gespielt wird. Genau, die Atmosphäre bei Hockeyspielen ist berauschend. Ich stimme zu. Es macht den Winter wirklich viel angenehmer. Schauen wir uns diese Saison unbedingt gemeinsam ein Spiel an.
Lektion 7 mit Trainingstipps. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du für einen Marathon trainiert hast. Irgendwelche Tipps, die Sie teilen können? Sicher, Konsistenz ist der Schlüssel. Es ist wichtig, einen Trainingsplan einzuhalten. Das macht Sinn. Wie bleibst du motiviert? Ich setze mir kleine Ziele und belohne mich dafür, dass ich sie erreicht habe. Tolle Idee. Es ist immer schön, Fortschritte zu feiern. Außerdem kann das Laufen in einer Gruppe die Verantwortung übernehmen und Spaß machen. Das werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. Danke für den Rat. Lektion 8 künstlerische Träume. Hallo Anna, ich würde gerne eines Tages deine Kunstwerke sehen. Sicher, ich kann Ihnen einige Bilder zeigen. Welche Art von Kunst macht Ihnen Spaß? Ich mag den Impressionismus wirklich. Die Farben und Emotionen sind so lebendig. Das ist schön. Bei meiner Arbeit lasse ich mich oft von der Natur inspirieren. Die Natur ist eine großartige Musse. Haben Sie ein Lieblingsstück, das Sie geschaffen haben? Ja, ich habe eine große Leinwand mit einem Sonnenuntergang über den Bergen gemalt. Das klingt umwerfend. Ich kann mir vorstellen, dass die Farben wunderbar miteinander harmonieren. Lektion 9 neue Hobbys. Guten Morgen, Anna. Ein neues Hobby auszuprobieren kann ziemlich aufregend sein, findest du nicht? So du. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Interessen und Fähigkeiten zu entdecken. Ich habe vor kurzem angefangen, Gitarre zu lernen. Es ist herausfordernd, macht aber Spaß. Das klingt großartig. Musik hat eine so kraftvolle Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Das tut es wirklich. Was ist mit dir? Haben Sie in letzter Zeit neue Hobbys entdeckt? Ich habe versucht, im Garten zu arbeiten. Es ist überraschend entspannt. Gartenarbeit ist fantastisch. Zuzusehen, wie Dinge wachsen, muss sehr lohnend sein. Lektion 10 täglicher Pendelverkehr. Hi Anna, gehst du bald zur Arbeit? Ja, das bin ich. Ich muss bald gehen. Wie gehst du normalerweise zur Arbeit? An den meisten Tagen fahre ich mit dem Bus. Es ist praktisch und ermöglicht mir das Lesen. Das ist eine gute Idee. Ich bevorzuge Radfahren. Es hält mich aktiv und aufmerksam. Radfahren klingt erfrischend. Haben Sie eine Lieblingsroute? Ja, ich liebe den Weg entlang des Flusses. Es ist malerisch und friedlich. Ich sollte eines Tages versuchen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Es klingt unterhaltsam. Lektion 11 Parkaktivitäten. Hallo Anna, großartig. Welche Aktivitäten können wir im Park unternehmen? Es gibt Wander- und Radwege sowie Bereiche für Picknicks. Das klingt perfekt. Ich liebe es, Zeit draußen zu verbringen. Ja, zum Spaß könnten wir auch einen Frisbee mitbringen. Tolle Idee. Es wird eine schöne Möglichkeit sein, aktiv zu werden und das Wetter zu genießen. Definitiv. Planen wir einen Tag, um das Beste daraus zu machen. Ich freue mich darauf. Ein Tag im Park klingt fantastisch. Lektion 12 historische Flüge. Hi Anna, wusstest du, dass 1928 eine Frau Pilotin wurde? Wirklich, das ist beeindruckend. Was hat sie getan? Sie begleitete zwei Männer auf einem Flug über den Atlantik. Das muss eine herausfordernde Reise gewesen sein. Wie war ihr Name? Ihr Name war Amelia Earhart. Sie war eine Pionierin für Frauen in der Luftfahrt. Oh, sie ist so eine Inspiration. Ihr Mut ist bemerkenswert. Absolut. Ihr Vermächtnis inspiriert auch heute noch viele. Lektion
13 Geschmacksexperimente. Hallo Anna, hast du schon einmal versucht, zu Hause neue Rezepte zu kochen? Ja, das habe ich. Es macht Spaß und man kann mit verschiedenen Geschmacksrichtungen experimentieren. Das klingt spannend. Was ist das interessanteste Gericht, das Sie je zubereitet haben? Ich habe kürzlich ein scharfes Takeaway probiert. Es war etwas herausfordernd, aber lecker. Hübsch. Ich liebe thailändisches Essen. Genießen Sie generell scharfe Gerichte? Ich tue, die Hitze verleiht dem Essen so viel Charakter. Ich stimme zu. Ich sollte mal versuchen, dieses Curry zu machen. Lektion 14 Freundlichkeit bei gewöhnlichen Menschen. Guten Morgen, Anna. Ist es nicht interessant, wie manche Menschen ganz gewöhnlich aussehen? Definitiv. Aber sie können unglaublich nett und warmherzig sein. Genau. Manchmal haben die bescheidensten Menschen das größte Herz. Ich habe einige getroffen, die mich mit ihrer Freundlichkeit überrascht haben. Es ist erfrischend zu sehen, dass Freundlichkeit nicht immer auffällig oder laut ist. Ja, es erinnert uns daran, über den Schein hinauszuschauen. Absolut. Diese kleinen freundlichen Taten können einen großen Unterschied machen. Lektion 15 Familienbande. Hi Anna, kennst du meinen Onkel? Er ist mit meiner Tante Susanne verheiratet. Ja, ich habe von ihm gehört. Haben Sie Kinder? Ja, sie haben eine Tochter, die meine Cousine ist. Das ist schön. Wie alt ist sie? Sie ist 8 Jahre alt und voller Energie. Kinder in diesem Alter machen so viel Spaß. Verbringst du oft Zeit mit ihr? Wenn ich kann. Sie liebt es, Spiele zu spielen und zu zeichnen. Lektion 16, Verbindung durch Familie. Hallo Anna, mein Onkel und meine Tante haben nicht viel mit mir gemeinsam. Wirklich? Es kann Familientreffen doch etwas umständlich machen, oder? Ja, aber sie haben auch einen Sohn, der genauso alt ist wie ich. Das ist großartig. Dann müssen Sie einige gemeinsame Interessen haben. Das tun wir. Es ist schön, bei Videospielen und Filmen Kontakte zu knüpfen. Das klingt nach Spaß. Es ist immer gut, jemanden zu haben, mit dem man sich identifizieren kann. Absolut. Es macht Familienfeiern viel angenehmer. Lektion 17 bleibende Eindrücke. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals an die Menschen gedacht, die den größten Eindruck bei dir hinterlassen? Ja, es ist schwer, sich nur für eines zu entscheiden. Ich würde sagen, die schillernden Persönlichkeiten stechen heraus. Ich stimme zu. Diese lebhaften Charaktere bringen oft so viel Energie mit sich. Ja, Ihre Begeisterung kann einen Raum wirklich erhellen. Haben Sie eine bestimmte Person im Sinn? Ich denke an meinen Kunstlehrer. Sie war immer so ermutigend und lebhaft. Das ist wunderbar. Positive Einflüsse können uns wirklich prägen. Lektion 18, die Kraft des Wassers. Hallo Anna, wusstest du, dass es nur wenige Flüsse gibt, die so breit sind oder so viel Wasser haben wie der Amazonas? Das ist faszinierend. Es ist der größte Fluss der Welt, oder? Ja, es trägt dazu bei, dass es durch verschiedene Ökosysteme fließt und so viel Leben unterstützt. Und die Artenvielfalt dort ist unglaublich. Was finden Sie sonst noch daran interessant? Ich finde es toll, wie es das Klima und die Wetterverhältnisse in Südamerika beeinflusst. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie ein Fluss so viel Einfluss auf die Umwelt haben kann. Definitiv. Es erinnert uns an die Kraft und Bedeutung der Natur.
Lektion 19 Weihnachtsstimmung. Morgen, Anna, du wirst nicht glauben, was letzte Nacht passiert ist. Was war's? Einige Weihnachtslieder kamen zur Tür, während es draußen schneite. Das klingt magisch. Was haben Sie gesungen? Sie standen im Schnee und sangen uns Weihnachtslieder vor. Wie schön. Es muss eine so warme Atmosphäre geschaffen haben. Das hat es wirklich getan. Ich liebe diese spontanen Momente in den Ferien. Lektion 20 Kaffeerituale. Hi Anna, malst du jeden Morgen deinen Kaffee? Ja, das tue ich. Ich habe eine Gradmühle. Dadurch kann ich die Grobheit kontrollieren. Das ist großartig. Frisch gemahlener Kaffee macht einen großen Geschmacksunterschied. Absolut. Ich liebe auch den Duft, der die Küche erfüllt. Welche Art von Kaffee kochen Sie normalerweise? Ich genieße eine dunkle Röstung. Es ist reichhaltig und mutig. Klingt perfekt. Ich sollte versuchen, meinen eigenen Kaffee zu mahlen. Lektion 21 Steuerfristen. Hallo Anna, gibt es dieses Jahr eine Frist zur Zahlung der Steuer? Ja, die Zahlung erfolgt in der Regel, bevor Sie Ihr Einkommen überprüfen. Das ist gut zu wissen. Gibt es Strafen für verspätete Zahlungen? Ja, es können Bußgelder oder Zinsen anfallen, wenn Sie zu spät kommen. Dann zahle ich pünktlich. Tugend bei allen. Organisiert zu bleiben, hilft Stress zu vermeiden. Genau. Ich werde es in meinem Kalender markieren, um den Überblick zu behalten. Lektion 22 Professionelles Erscheinungsbild. Guten Morgen, Anna. Denkst du, dass das Aussehen im beruflichen Umfeld wichtig ist? Ja, das tut es auf jeden Fall. Der erste Eindruck wird entscheidend. Ich stimme zu. Auch die richtige Kleidung kann ihr Selbstvertrauen stärken. Absolut. Es zeigt Respekt vor sich selbst und anderen. Welche Tipps haben Sie, um sich professionell zu kleiden? Wählen Sie immer saubere, gut sitzende Kleidung und achten Sie auf Details. Toller Rat. Ich werde das bei meinem nächsten Treffen im Hinterkopf behalten. Lektion 23 Community-Reflexion. Hi Anna, hast du darüber nachgedacht, wie lange wir schon in dieser Community sind? Ja, es ist über 20 Jahre her. Kannst du es glauben? Es ist unglaublich. Wir haben seit unserer Ankunft so viele Veränderungen gesehen. Definitiv. Da fragt man sich, ob wir für alles, was auf uns zukam, bereit waren. Wahr, es ist viel komplexer als nur ein einfacher Satz über Gemeinschaft. Genau. Jede Erfahrung hat uns auf unterschiedliche Weise geprägt. Ich liebe es, wie unsere Gemeinschaft gewachsen ist und sich gemeinsam weiterentwickelt hat. Lektion 24 Einkaufsabenteuer. Guten Morgen, Anna. Besuchst du jemals den Elektronikladen im Einkaufszentrum? Ja, ich liebe es, dort zu stöbern. Die haben die neuesten Gadgets. Der Lieblingsladen meines Bruders ist eigentlich der Spielzeugladen. Macht Spaß. In Spielwarengeschäften herrscht immer eine lebhafte Atmosphäre. Das tun sie. Manchmal genieße ich es, einfach vorbeizukommen, um mir die neuen Spielsachen anzusehen. Es ist toll zu sehen, worüber sich Kinder heutzutage freuen. Absolut. Spielzeug regt Kreativität und Fantasie an. Lektion 25 ausgestorbene Riesen. Hi Anna, wusstest du etwas über die Geschichte Neuseelands vor weniger als 1000 Jahren? Nein, was ist passierte?
Als die Menschen ankamen, jagten sie bald einen riesigen Vogel namens Riesenmoha, der vom Aussterben bedroht war. Das ist schockierend. Es ist traurig, wie schnell Arten verschwinden können. Ich weiß, es zeigt, wie sich menschliches Handeln auf die Umwelt auswirken kann. Definitiv. Wir müssen aus diesen Fehlern lernen, um die Tierwelt heute zu schützen. Absolut. Naturschutz ist für den Erhalt der Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung. Lektion 26 Präsentationsvorbereitung. Guten Morgen, Anna. Kannst du dich um die Präsentation für unser Treffen kümmern? Sicher, ich werde die Folien dafür erstellen. Was ist das Hauptthema? Es geht um unseren Projektfortschritt und zukünftige Ziele. Aber ich werde darauf achten, die wichtigsten Punkte hervorzuheben. Das klingt perfekt. Benötigen Sie konkrete Daten von mir? Nur die neuesten Statistiken, den Rest erledige ich. Großartig. Ich werde die gleich rüberschicken. Lektion 27 technische Probleme. Hallo Anna, es gibt ein technisches Problem mit der Software, die wir verwenden. Oh nein, gibt es eine Möglichkeit, das Problem schnell zu beheben? Ich denke, wir müssen das System neu starten und sehen, ob das hilft. Gute Idee. Manchmal kann ein einfacher Neustart viele Probleme lösen. Genau. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns möglicherweise an die IT wenden. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Ich helfe Ihnen bei der Fehlerbehebung. Danke. Teamarbeit macht die Dinge immer einfacher. Lektion 28 unerwünschte Gäste. Hi Anna. Niemand möchte Kakerlaken in seinem Haus haben, oder? So wohl. Sie können so gruselig und schwer loszuwerden sein. Ich weiß. Und dann gibt es noch die Tausendfüßler, die so viele Beine haben. Ach, ich mag auch keine Tausendfüßler. Sie bewegen sich so schnell. Rechts. Und auch Flöhe können ein Problem sein. Sie gelangen leicht auf Haustiere. Ja, Um Schädlinge vorzubeugen, ist es wichtig, das Haus sauber zu halten. Völlig. Regelmäßige Reinigung und Kontrolle können helfen, sie fernzuhalten. Lektion 29 die alten Tage der Fotografie. Guten Morgen, Anna. Ich erinnere mich, als wir für Fotos Filme verwenden mussten. Oh, das bringt mich zurück. Wir mussten warten, bis sich die Fotos entwickelt hatten. Genau. Es fühlte sich wie eine Überraschung an, als sie zurückbekamen. ja. Manchmal fielen die Bilder anders aus als erwartet. Das war jedoch ein Teil des Spaßes. Digitokomeres haben alles verändert. Das haben sie. Jetzt können wir hunderte von Fotos sofort aufnehmen. Wahr. Aber gedruckte Erinnerungen haben etwas Besonderes. Lektion 30 historische Perspektiven. Hallo Anna. Hast du die jüngste Aussage des Bürgermeisters gehört? Nein, was hat er gesagt? Er erwähnte, dass es sich nicht nur um einen Verstoß gegen die Geschichte, sondern auch um einen Verstoß gegen die Menschlichkeit handelte. Das klingt ernst. Was war der Kontext? Es ging um ein historisches Ereignis, das viele Leben beeinflusste. Doof, das ist wichtig. Die Geschichte prägt unser Verständnis der Gegenwart. Genau. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Lektion 31 Militärgeschichte. Guten Morgen, Anna. Ich habe von einigen mächtigen Waffen gelesen, die in der Geschichte verwendet wurden. Wirklich? Was ist mit ihnen? Die mächtigsten dieser Geschütze waren hier stationiert, um den Vormarsch der Alliierten aufzuhalten.
Das ist heftig. Militärische Strategien können den Lauf der Geschichte verändern. In der Tat. Es ist faszinierend, wie Technologie die Kriegsführung beeinflusst. Ja, und die Auswirkungen, die es auf die Zivilbevölkerung hat, werden oft übersehen. Absolut. Die Geschichte lehrt uns, wie wichtig Frieden ist. Lektion 32 Raumerkundung. Hi Anna, dieses Hotelzimmer ist so komfortabel. Das ist es wirklich. Lassen Sie uns den Raum erkunden und sehen, welche Annehmlichkeiten er bietet. Gute Idee. Ich hoffe, dass man aus dem Fenster eine schöne Aussicht hat. Ja, Und vielleicht ein Mini-Kühlschrank fürs Wachs. Ich liebe es, auf Reisen einen gemütlichen Ort zum Entspannen zu haben. Ich auch. Dadurch macht das Reisen gleich viel mehr Spaß. Schauen wir uns auch die anderen Einrichtungen an, wie das Fitnessstudio oder den Pool. Lektion 33 Einblicke in die Karibik. Hallo Anna, eine weitere wichtige Karibikinsel ist Puerto Rico. ja, ich weiß. Es war früher eine spanische Kolonie, oder? Genau. Aber jetzt wird es von den Vereinigten Staaten regiert. Das ist interessant. Die Kultur dort ist eine Mischung aus Einflüssen. Definitiv. Das Essen, die Musik und die Festivals sind so lebendig. Ich habe gehört, dass die Strände auch atemberaubend sind. Sie sind. Es ist ein großartiger Ort für Entspannung und Abenteuer. Lektion 34 Wochenendpläne. Morgen Anna, hast du dieses Wochenende etwas Großartiges vor? Ich hoffe, bei schönem Wetter wandern zu gehen. Das hört sich lustig an. Suchen Sie nach bestimmten Routen? Ja, ich möchte diesen neuen Weg am See ausprobieren. Ich habe gehört, dass es dort wunderschön ist, besonders im Herbst. Ich kann es kaum erwarten, die Farben zu sehen. Wirst du mitmachen? Absolut. Es wird eine tolle Möglichkeit sein, gemeinsam die Natur zu genießen. Lektion 35 Malerische Insel. Hallo Anna, wenn du Zeit hast, solltest du einen Bootsausflug zu den nahegelegenen Inseln machen. Das klingt erstaunlich. Ich habe gehört, dass sie wirklich malerisch sind. Ja, die Aussicht ist atemberaubend und das Wasser ist kristallklar. Ich liebe die Idee, versteckte Strände und Buchten zu erkunden. Sie können auch schnorcheln und bunte Fische sehen. Das wäre ein unvergessliches Erlebnis. Wir sollten bald eine Reise planen und die Schönheit der Inseln genießen. Lektion 36 Sport und Geschichte. Guten Morgen Anna, wussten Sie etwas über die Geschichte der Sportligen in den USA? Ja, ich habe gelesen, dass weiße Spieler lange Zeit ihre Ligen dominierten. Genau. Ein Gerichtsverfahren aus dem Jahr 1896 unterstrich jedoch die Bedeutung der Gleichheit. Das ist bezeichnend. Es ebnete den Weg für eine vielfältigere Beteiligung. In der Tat, Sport kann gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen widerspiegeln. Es ist faszinierend, wie Sportgeschichte mit Kultur und Gesellschaft verknüpft ist. Absolut. Das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, die Gegenwart wertzuschätzen. Lektion 37 Selbstfindung. Hallo Anna, hast du dir jemals Zeit zur Selbstreflexion genommen? Ja, das habe ich. Es hat mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen. Das ist großartig. Welche Techniken finden Sie am nützlichsten? Das Tagebuchschreiben hilft mir wirklich, meine Gedanken und Gefühle klarzustellen. Ich stimme zu.
Schreiben kann ein wirkungsvolles Werkzeug zur Selbstfindung sein. Was ist mit dir? Haben Sie Methoden, die für Sie funktionieren? Ich genieße Meditation. Es bringt mir Frieden und Klarheit. Lektion 38. Spaß an der Anlage. Hallo Anna, gibt es eine Begrenzung, wie lange ich die Einrichtungen hier nutzen kann? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist je nach Standort unterschiedlich. Rechts. Einige Orte haben strenge Öffnungszeiten, während andere flexibler sind. Genau. Überprüfen Sie am besten die Richtlinien, bevor Sie losfahren. Ich liebe den Zugang zu Annehmlichkeiten wie dem Fitnessstudio und dem Pool. Ich auch. Es macht es einfacher, aktiv zu bleiben und gleichzeitig zu entspannen. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Lektion 39. Große Pläne. Morgen Anna, das ist ein toller Plan für das Wochenende. Danke. Ich bin begeistert davon. Was denken Sie? Ich finde, es klingt lustig. Es war toll, mit Ihnen darüber zu plaudern. Mir geht es genauso. Gemeinsames Planen macht mehr Spaß. Definitiv. Das sollten wir öfter machen. Vereinbarte. Es hilft uns, motiviert und inspiriert zu bleiben. Teilen wir weiterhin unsere Ideen für zukünftige Abenteuer. Lektion 40. Geplauder im Lebensmittelgeschäft. Hi Anna, warst du heute im Supermarkt? Nein, das habe ich nicht. Ich muss ein paar wichtige Dinge besorgen. Ebenfalls. Was hast du vorzubekommen? Nur das Übliche, wie Obst und Gemüse plus ein paar Snacks. Snacks sind wichtig. Ich halte gerne gesunde Alternativen bereit. So und Es geht doch nur ums Gleichgewicht, oder? Genau. Sorgen wir dafür, dass wir nichts vergessen. Lektion 41. Reiseträume. Guten Morgen, Anna. Hast du dich schon für das Ziel deiner nächsten Reise entschieden? Ja, ich würde gerne Paris besuchen. Es steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Paris ist unglaublich. Die Kultur, das Essen und die Architektur sind atemberaubend. Ich weiß. Ich kann es kaum erwarten, den Eiffelturm zu sehen und etwas Gebäck zu probieren. Diese Croissants sind ein Muss. Haben Sie eine bestimmte Zeit im Auge? Ich denke darüber nach, im Frühling zu reisen, wenn die Blumen blühen. Das klingt perfekt. Der Frühling in Paris ist magisch. Lektion 42. Moderatorenrollen. Hallo Anna, wussten Sie, dass wir die Rolle des Meeting-Moderators wechseln, um die Gleichstellung zu fördern? Das ist ein toller Ansatz. Es gibt jedem die Chance, die Führung zu übernehmen. Genau. Es fördert Beteiligung und vielfältige Perspektiven. Ich denke, es hilft auch dabei, das Vertrauen ruhigerer Mitglieder aufzubauen. Ja, jede Person kann ihren einzigartigen Stil in das Meeting einbringen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Teamarbeit und Zusammenarbeit zu verbessern. Ich stimme zu. Darüber hinaus bleiben die Meetings dynamisch und ansprechend. Lektion 43. Online-Aktivitäten. Guten Morgen, Anna. Ja, ich habe auch Online-Fitnesskursen und virtuellen Buchclubs beigetreten. Das klingt großartig. Wie war die Erfahrung für Sie? Es hat wirklich Spaß gemacht. Die Kurse motivieren mich, aktiv zu bleiben. Ich liebe das. Und wie wäre das mit dem Buchclub? Es ist großartig. Wir diskutieren über verschiedene Genres und teilen unsere Gedanken.
Das klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Absolut. Es ist schön, neue Ideen auszuprobieren und Freundschaften zu schließen. Lektion 44 Strandkleidung. Hallo Anna, wenn ich an den Strand gehe, trage ich normalerweise einen Badeanzug oder einen Bikini. Das macht Sinn. Es ist wichtig, sich wohl zu fühlen. Definitiv. Ich liebe es, die Sonne und den Sand zu spüren. Bevorzugen Sie bestimmte Farben oder Stile. Ich mag helle Farben. Sie passen perfekt zur Strandatmosphäre. Ich stimme zu. Helle und lebendige Farben fallen wirklich auf. Vergessen Sie außerdem nicht einen guten Hut und eine Sonnenbrille zum Schutz. Lektion 45 Themen erkunden. Hallo Anna, natürlich. Bitte lassen Sie mich wissen, mit welchen Aspekten Sie sich befassen möchten. Ich bin neugierig auf die Auswirkungen der Technologie auf die Bildung. Das ist ein faszinierendes Thema. Die Technologie hat die Lernmethoden verändert. Absolut. Online-Ressourcen machen Bildung leichter zugänglich. Und interaktive Tools können das Engagement der Studierenden steigern. Ja, Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen? Es ist von entscheidender Bedeutung, die Bildschirmzeit in Einklang zu bringen und qualitativ hochwertige Inhalte sicherzustellen. Lektion 46 Krankheiten verstehen. Guten Morgen, Anna. Wusstest du, dass man Krankheiten vorbeugt, indem man der Person einige abgeschwächte Keime injiziert? Ja, so funktionieren Impfungen. Es hilft dem Immunsystem, Bedrohungen zu erkennen. Genau. Es ist eine clevere Möglichkeit, Immunität aufzubauen, ohne Krankheiten zu verursachen. Ich finde es faszinierend, wie sich unser Körper anpasst und reagiert. Definitiv. Die Impfung hat im Laufe der Jahre Millionen von Leben gerettet. es ist für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit von wesentlicher Bedeutung. Absolut. Dieses Verständnis hilft uns, den medizinischen Fortschritt wertzuschätzen. Lektion 47 musikalische Perspektiven. Hi Anna, bei vielen seiner Lieder versuchten weiße Musiker, sich die Gefühle schwarzer Männer und Frauen bei der Arbeit vorzustellen. Das ist ein interessanter Ansatz. Es verleiht der Musik eine andere Perspektive. Genau. Es zeigt Empathie und den Wunsch, unterschiedliche Erfahrungen zu verstehen. Ich denke, dass es für Künstler wichtig ist, in ihrer Arbeit unterschiedliche Kulturen zu erkunden. Ja, es kann starke Verbindungen schaffen und das Bewusstsein schärfen. Und Musik spiegelt oft die Kämpfe und Erfolge verschiedener Gemeinschaften wider. Absolut. Es ist eine Möglichkeit, Vielfalt zu feiern und Einheit zu fördern. Lektion 48 Teams verfolgen. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass einige Rennen auf der Strecke für Vorläuferteams bestimmt sind? Wirklich, Das klingt spannend. was beinhaltet das? Die Teams treten gemeinsam gegeneinander an und geben bei Staffelläufen einen Staffelstab weiter. Es muss große Koordination und Teamarbeit erfordern. Definitiv. Jeder Läufer muss seinen Teamkollegen vertrauen. Es ist erstaunlich, welche Rolle Strategie bei diesen Rennen spielt. Genau. Für den Sieg zählt jeder Sekundenbruchteil. Lektion 49 Fähigkeiten für den Erfolg. Hallo Anna. Denk- und Problemlösungsfähigkeiten sind in der heutigen Welt unerlässlich. Das stimmt. Sie helfen uns, Herausforderungen effektiv zu meistern. Rechts. Bildung spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten. Ich stimme zu. Durch ansprechende Aktivitäten wird das Lernen wirkungsvoller.
Außerdem fördert es Kreativität und kritisches Denken. Ja, das sind entscheidende Fähigkeiten für den Erfolg in jedem Bereich. Absolut. Es ist spannend zu sehen, wie sich die Bildung weiterentwickelt. Lektion 50 Mode und Funktion. Hallo Anna, das hier gefällt mir. Es ist leicht und stillvoll. Perfekte Wahl. Fürs Training sieht es bequem aus. Brauchen Sie passende Trainingsausrüstung? Ja, ich habe darüber nachgedacht, mir neue Schuhe anzuschaffen. Gute Idee. Richtige Schuhe können einen großen Unterschied machen. Genau. Sie unterstützen Ihre Füße beim Training. Außerdem können stillvolle Schuhe Ihr Selbstvertrauen beim Training stärken. Lektion 51 Sportler unterstützen. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass Organisationen Mittel für Hochleistungssportler bereitstellen? Das ist großartig. Es hilft Ihnen, sich auf das Training und den Wettkampf zu konzentrieren. Genau. Viele Sportler sind zur Unterstützung auf Sponsoring angewiesen. Es ist wichtig für diejenigen, die für die Olympischen Spiele trainieren. Ja, sie widmen ihrem Sport so viel Zeit und Mühe. Eine finanzielle Unterstützung kann Ihnen den Stress nehmen. Absolut. Es ermöglicht ihnen, auf der Weltbühne ihr Bestes zu geben. Lektion 52 Erinnerungen an das Pfirsichpflücken. Hallo Anna, wenn wir nach Hause kamen, hatten wir einen großen Korb voller Pfirsiche. Das hört sich köstlich an. Hat deine Mutter etwas Besonderes daraus gemacht? Ja, sie würde sie waschen und Pfirsichschuster herstellen. Ich liebe Pfirsichkobbler. Es ist so ein beruhigendes Dessert. Genau. Die warmen Pfirsiche mit der flockigen Kruste sind unwiderstehlich. Hast du ihr in der Küche geholfen? Natürlich. Es hat immer Spaß gemacht, gemeinsam zu backen. Lektion 53 Scharkes Werke. Morgen Anna, zusätzlich zu seinen Theaterstücken hat Charles Speere viele kurze und einige lange Gedichte geschrieben. Das ist faszinierend. Ich habe seine Sonette immer bewundert. Rechts. Sie fangen so tiefe Emotionen in nur wenigen Zeilen ein. Absolut. Seine Fähigkeit, Liebe und Sehnsucht auszudrücken, ist bemerkenswert. Und auch seine längeren Gedichte wie Venus und Adonis sind wunderschön geschrieben. Ich stimme zu. Es ist interessant, wie seine Gedichte seine Stücke ergänzen. Ja, es zeigt seine Vielseitigkeit als Schriftsteller. Lektion 54 beeindruckende Routinen. Hi Anna, deine Routine klingt beeindruckend. Wie hat es Ihnen geholfen, mit Stress umzugehen? Es sorgt dafür, dass ich den ganzen Tag über organisiert und konzentriert bin. Das ist großartig. Eine solide Routine kann für Stabilität sorgen. Sicher, es hilft mir, meine Zeit effektiv zu verwalten. Und es gibt Ihnen wahrscheinlich ein Erfolgserlebnis. Genau. Kleine Siege im Laufe des Tages machen einen großen Unterschied. Ich sollte einige Ihrer Strategien für meine eigene Routine übernehmen. Lektion 55 Familiengeschichten. Hallo Anna, Familien scheuen sich oft davor, über ihre Herkunft zu sprechen. Das stimmt. Für viele Menschen kann es ein sensibles Thema sein. Tatsächlich verbrannte vor vielen Jahren eine australische Stadt ihre frühen Aufzeichnungen. Oh, das muss es den Familien schwer gemacht haben, ihre Geschichte zurückzuverfolgen. Ja, dadurch entstand eine Lücke im Verständnis ihrer Abstammung.
Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, diese Geschichten am Leben zu erhalten. Absolut. Unsere Herkunft prägt, wer wir heute sind. Lektion 56 Fähigkeiten präsentieren. Guten Morgen, Anna. Ich habe meinen Lebenslauf und mein Portfolio aktualisiert. Das ist klug. Welche Fähigkeiten und Erfahrungen heben Sie hervor? Ich konzentriere mich auf mein Projektmanagement und meine Teamfähigkeit. Das sind wertvolle Fähigkeiten. Haben Sie konkrete Projekte aufgenommen? Ja, ich habe Details zur Leitung einer erfolgreichen Marketingkampagne hinzugefügt. Das klingt beeindruckend. Das Präsentieren realer Beispiele ist sehr effektiv. Ich stimme zu. Es hebt meine Bewerbung hervor. Lektion 57 Marketinggrundlagen. Hallo Anna, die Entwicklung von Marketingstrategien ist für den Verkauf von Produkten von entscheidender Bedeutung. So gut. Es geht darum, die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden zu verstehen. Rechts. Die Bereitstellung hochwertiger Produkte ist ebenso wichtig wie deren Vermarktung. Genau. Und Butterservice verbessert das gesamte Kundenerlebnis. Darüber hinaus kann eine effektive Bezahlung von Produkten die Kundenbindung stärken. Ja, Flexible Zahlungsoptionen können mehr Käufer anziehen. Es geht darum, einen reibungslosen Prozess für die Kunden zu schaffen. Lektion 58 Geschäftseinblicke. Guten Morgen, Anna. Ist dir aufgefallen, dass die meisten Zeitungen einen Wirtschaftsteil haben? ja, Es ist faszinierend, die neuesten Markttrends und Erkenntnisse zu sehen. Genau. Dieser Abschnitt bietet wertvolle Informationen für Anleger. Und es werden oft Wirtschaftsnachrichten behandelt, die das alltägliche Leben betreffen. Wahr. Das Verständnis dieser Faktoren kann uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. es ist auch interessant zu sehen, wie sich Unternehmen entwickeln. Absolut. Wirtschaftsnachrichten halten uns über die Marktlandschaft auf dem Laufenden. Lektion 59 Erholung nach der Operation. Hallo Anna, ich werde überrascht sein, wenn ich aufwache und merke, dass die Operation vorbei ist. Das ist verständlich. Es kann eine Erleichterung sein, zu wissen, dass es geschafft ist. Mein Hals wird wehtun und ich werde mich zunächst wahrscheinlich nicht besonders gut fühlen. Die Genesung kann hart sein, aber es ist wichtig, es ruhig anzugehen. Ja, ich muss den Rat des Arztes genau befolgen. Flüssigkeitszufuhr und Ruhe sind während ihrer Genesung von entscheidender Bedeutung. Genau. Ich hoffe, dass es mir bald besser geht. Lektion 60 Kostenanalyse. Hallo Anna, wenn man über ein Projekt nachdenkt, wäre es angebracht, die damit verbundenen Kosten zu analysieren. Das ist ein kluger Schachzug. Das Verständnis der Ausgaben hilft bei der Budgetierung. Genau. Wir sollten sowohl die fixen als auch die variablen Kosten betrachten. Und es ist wichtig, auch potenzielle Risiken zu berücksichtigen. Rechts. Eine gründliche Analyse kann unerwartete Überraschungen verhindern. Darüber hinaus hilft es dabei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Absolut. Ein klares finanzielles Verständnis ist für den Erfolg unerlässlich. Lektion 61 hochwertiger Künstlerbedarf. Guten Morgen, Anna. Hast du es schon mit Acrylfarben und Skizzenbüchern versucht? Ja, sie sind von hoher Qualität und eignen sich hervorragend für verschiedene Projekte. Ich liebe die Vielseitigkeit von Acrylfarben sowohl für Anfänger als auch für Profis. Genau. Sie trocknen schnell und ermöglichen lebendige Farben.
Und gute Skizzenbücher können das Zeichenerlebnis wirklich verbessern. Wahr, das richtige Papier macht einen großen Unterschied im endgültigen Kunstwerk. Ich stimme zu. Hochwertige Materialien regen Kreativität und bessere Ergebnisse an. Lektion 62 Platzsparer. Hi Anna, bei der Auswahl der Möbel ist platzsparendes Design unerlässlich. So gut. Die sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen in jeden Raum. Ja, ein kompaktes Sofa kann ein kleines Wohnzimmer offener wirken lassen. Und multifunktionale Teile wie ein Schlafsofa sind super praktisch. Genau, sie maximieren den Platz, ohne auf Komfort zu verzichten. Darüber hinaus sorgen clevere Aufbewahrungslösungen für Ordnung. Es ist erstaunlich, wie durchdachtes Design einen Raum verändern kann. Lektion 63 Lesen lernen. Guten Morgen, Anna. Ich habe von einem Arbeiter gelesen, der weder lesen noch schreiben konnte. Das ist eine schwierige Situation. Alphabetisierung kann das Leben wirklich verändern. Ja, er hatte das Gefühl, dass eine ähnliche Transformation auch für andere passieren könnte. Bildung eröffnet so viele Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Genau, es befähigt Einzelpersonen, ihre Träume zu verwirklichen. Und es hilft, es setzt Vertrauen in den Alltag aufzubauen. Absolut. Jeder verdient eine Chance zu lernen und zu wachsen. Lektion 64 Aufregende Neuanfänge. Hallo Anna, ja, ich freue mich darauf, diesen neuen Job zu beginnen. Das ist toll zu hören. Worauf freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich darauf, meine neuen Kollegen kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Networking ist so wichtig. Es kann zu großen Chancen führen. Genau. Ich hoffe, meine Fähigkeiten zu erweitern und einen positiven Beitrag zu leisten. Das ist eine fantastische Einstellung. Der Schlüssel liegt darin, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin mich diese Reise führt. Lektion 65 in Notfällen ruhig bleiben. Guten Morgen, Anna. Ich würge und huste manchmal, wenn ich zu schnell esse. Das kann beängstigend sein. Was machst du normalerweise in solchen Momenten? Meine Freunde sagen mir einfach, ich solle mich entspannen und tief durchatmen. Das ist ein guter Rat. Ruhig bleiben kann sehr hilfreich sein. Ja, ich versuche, mich auf das Schweben zu konzentrieren und nicht in Panik zu geraten. Genau. Es ist sehr erstaunlich, wie unser Körper reagiert, wenn wir ruhig bleiben. Ich habe gelernt, dass Achtsamkeit wirklich einen Unterschied macht. Lektion 66 Unvergessliche Gerichte. Hallo Anna, welche Gerichte sind dir auf deinen Reisen besonders aufgefallen? Auf jeden Fall war Thai in Thailand. Es war voller Geschmack. Ich liebe dieses Gericht. Die Balance zwischen süß, salzig und sauer ist perfekt. Die frischen Zutaten machen das so angenehm. Wie sieht es mit anderen Küchen aus? Irgendwelche Favoriten aus verschiedenen Ländern? Oh, ich mochte auch das Banh Mi in Vietnam. Es ist so lecker. Diese Sandwiches sind unglaublich. Die Geschmackskombination ist unglaublich. Lektion 67 einen Unterschied machen. Hallo Anna, hast du schon von Ingos gehört, die in Afrika und Asien arbeiten? Hallo, Joe, yeah. Sie leisten unglaubliche Arbeit, um das Leben zu verbessern. Genau. Sie konzentrieren sich auf Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Entwicklung. Es ist so wichtig. Viele Gemeinden profitieren von ihren Bemühungen. Dennoch gibt es noch so viel zu tun.
Ah, Bewusstsein ist der Schlüssel zur Unterstützung dieser Initiative. Ich stimme zu. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen weltweit anderen helfen. Definitiv. Jedes noch so kleine bisschen trägt dazu bei, positive Veränderungen herbeizuführen. Ich würde mich gerne irgendwie engagieren. Lektion 68 Mehlauswahl zum Backen. Hallo Anna, ich habe mit verschiedenen Mehlsorten zum Backen experimentiert. Hallo John, das hört sich lustig an. Welches eignet sich Ihrer Meinung nach am besten für Cookies? Ich habe gehört, dass Allzweckmehl gut funktioniert. Was denken Sie? So Lode. Es verleiht Keksen eine schöne Textur. Hast du es schon ausprobiert? Noch nicht, aber ich bin gespannt, wie sie ausgehen. Für einen reicheren Keks können Sie auch Kuchenmehl verwenden. Das ist eine gute Idee. Ich wusste nicht, dass das einen Unterschied machen könnte. Das kann es wirklich. Jedes Mehl hat einzigartige Eigenschaften, die sich auf das Endprodukt auswirken. Ich muss mit beiden experimentieren und herausfinden, was mir lieber ist. So finden Sie es am besten heraus. Beim Backen geht es darum, neue Dinge auszuprobieren. Ich stimme zu. Ich bin gespannt darauf, die Ergebnisse zu backen und zu probieren. Lektion 69, die Kämpfe und Kontrolle. Hi Anna, wusstest du, dass Frankreich um die Kontrolle über weite Teile Nordamerikas kämpfte? Hallo, schon davon hatte ich gehört. Was waren einige der wichtigsten Konflikte? Viele Tragödien und Katastrophen prägten diesen Konflikt, insbesondere im 18. Jahrhundert. Interessant. Welche wichtigen Ereignisse gab es in dieser Zeit? Der Franzosen- und Indianerkrieg war ein bedeutender Krieg, der die Gebietsansprüche prägte. Das ist richtig. Es war ein entscheidender Moment in der Geschichte Nordamerikas. Die Folgen führten zu Veränderungen in der Machtdynamik zwischen Frankreich und Großbritannien. Ja, und es beeinflusste die spätere Entwicklung der Kolonien. Es ist faszinierend, wie historische Kämpfe moderne Nationen geprägt haben. Lektion 70, einfache Mahlzeiten. Hallo Anna, ich habe versucht, einfache, aber nahrhafte Mahlzeiten zuzubereiten. Hallo John, das ist ein toller Ansatz. Was hast du gekocht? Ich habe mich auf schnelle Pfannengerichte und Salate konzentriert. Die sind perfekt. Haben Sie Lieblingszutaten? Ich liebe es, viel Gemüse und etwas Protein wie Hühnchen oder Tofu hinzuzufügen. Das hört sich köstlich an. Haben Sie noch andere Aufgaben, bevor Sie losfahren? Nur eine Mahlzeitvorbereitung für die Woche. Das spart Zeit und hält mich auf dem Laufenden. Oh, eine vorausschauende Planung erleichtert eine gesunde Ernährung erheblich. Ich stimme zu. Außerdem ist es befriedigend, alles einsatzbereit zu haben. Lektion 71, Kollegen bewerten. Hallo Anna, ich weiß, was du mit der Bewertung von Kollegen meinst. Es kann heikel sein. Hallo John, ja, es ist wichtig, fair und konstruktiv zu sein. Definitiv. Wie gehen Sie beim Geben von Feedback vor? Ich versuche, mich auf konkrete Beispiele zu konzentrieren und Verbesserungsvorschläge anzubieten. Das ist eine tolle Methode. Es hilft der Person zu verstehen, woran sie arbeiten muss. Genau. Es geht darum, Wachstum zu fördern und nicht nur auf Mängel hinzuweisen. Ich denke, die Schaffung eines unterstützenden Umfelds ist der Schlüssel. Sicher, wir sollten uns alle wohl fühlen, wenn wir Ideen und Feedback austauschen. Ermutigung kann die Arbeitsmoral und Produktivität wirklich steigern.
Lektion 72, der Versuchen widerstehen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Verbrauchergewohnheiten nachgedacht. Hallo John, ich auch. Es leicht, sich darauf einzulassen, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen. Rechts. Wir sollten uns fragen, ob wir es wirklich brauchen. Genau. Es ist wichtig, unsere Einkäufe sorgfältig zu bewerten. Ermutigen wir uns gegenseitig, unnötigen Käufen zu widerstehen. Das ist eine gute Idee. Sich gegenseitig zu unterstützen, kann einen Unterschied machen. Wir könnten sogar Herausforderungen stellen, um unsere Ausgaben zu begrenzen. Ich liebe das. Es könnte eine unterhaltsame Möglichkeit sein, Verantwortung zu übernehmen. Ja, außerdem könnte es uns helfen herauszufinden, was wir wirklich schätzen. Lektion 73, ein Hauch frischer Luft. Hi Anna, wie wäre es, wenn du in den Park gehst, um etwas frische Luft zu schnappen? Klingt gut. Ich würde gerne ein bisschen draußen sein. Großartig. Ich genieße es wirklich, in der Natur spazieren zu gehen. Ich auch. Es ist so erfrischend, fern von Bildschirmen zu sein. Definitiv. Außerdem können wir uns unterhalten und uns unterhalten. Die Idee gefällt mir. Warten Sie ein paar Sacks mitbringen. Sicher. Ein Picknick würde es noch schöner machen. Perfekt. Ich kann etwas Obst und Sandwiches einpacken. Eindrucksvoll. Ich hole mir eine Decke und ein paar Getränke. Lektion 74, ätherische Öle im täglichen Leben. Hallo Anna. Ich verwende in letzter Zeit ätherische Öle. Wie verwenden Sie sie normalerweise? Hallo John, ich liebe es, sie zur Entspannung zu verwenden. Lavendel ist mein Favorit. Das klingt beruhigend. Ich habe Pfefferminze zur Energiegewinnung verwendet. Gute Wahl. Pfefferminze wirkt belebend. Verbreiten Sie es. Ja, das tue ich. Es hilft mir wirklich, mich beim Arbeiten zu konzentrieren. Für ein beruhigendes Erlebnis füge ich oft ein paar Tropfen zu meinem Bad hinzu. Das ist eine tolle Idee. Das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Du solltest. Es kann die Stimmung wirklich verbessern. Ich freue mich darauf, weitere Verwendungsmöglichkeiten für Sie zu erkunden. Lektion 75, begeisterte Entdecker. Hallo Anna, ich habe kürzlich von einigen aufregenden Expeditionen gelesen. Hallo John, wirklich? Worum ging es Ihnen? Sie folgten Entdeckern durch unbekannte Gebiete. Es klingt spannend. Haben Sie etwas Neues entdeckt? Ja, viele Besucher waren von den Ergebnissen begeistert. Das ist inspirierend. Es ist erstaunlich, wie viel wir lernen können. Genau, es erinnert uns an die Bedeutung der Erkundung. Ich stimme zu. Es eröffnet neue Perspektiven und Erkenntnisse. Ich würde gerne eines Tages an einer Expedition teilnehmen. Lektion 76, Balance mit dem Fernsehen finden. Hi Anna, denkst du, dass Fernsehen faul ist? Hallo John, ich denke, es kann gut sein, wenn es ausgewogen ist. Das macht Sinn. Es ist schön, bei einer guten Show zu entspannen. Genau. Aber zu viel kann ungesund sein. Rechts. Es geht um Mäßigung. Was schaust du dir gerne an? Ich mag Dokumentarfilme. Sie sind sowohl unterhaltsam als auch lehrreich. Die sind großartig. Ich bevorzuge Komödien, um die Stimmung aufzulockern. Komödien sind perfekt zum Lachen. Es geht darum, das zu finden, was man liebt. Absolut. Wir müssen nur darauf achten, dass wir es nicht übertreiben.
Lektion 77 aktiv bleiben. Hi Anna, wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Hallo John, ich versuche, mindestens 3-mal pro Woche dorthin zu gehen. Das ist beeindruckend. Manchmal fällt es mir schwer, motiviert zu bleiben. Ich verstehe. Das Setzen kleiner Ziele hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist ein toller Tipp. Damit sollte ich auch anfangen. Außerdem kann es mehr Spaß machen, einen Trainingspartner zu finden. Das stimmt. Ich würde gerne mehr mit einem Freund trainieren. Lasst uns bald gemeinsam eine Trainingseinheit planen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Lektion 78 Planung für den Erfolg. Hallo Anna, ich habe über den Zeitplan unseres Projekts nachgedacht. Hallo John, was geht dir durch den Kopf vor? Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wären 2 zusätzliche Wochen ideal. Das macht Sinn. Es gibt uns Zeit, unerwartete Probleme zu lösen. Genau. Eile kann zu Fehlern führen und wir wollen qualitativ hochwertige Arbeit. Rechts. Außerdem können wir unsere Ideen verfeinern und Verbesserungen vornehmen. Absolut. Welche konkreten Aufgaben sollten wir Ihrer Meinung nach priorisieren? Ich glaube, wir sollten uns zuerst auf die Forschung und das Sammeln von Ressourcen konzentrieren. Toller Punkt. Diese Grundlage ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Lektion 79 historische Perspektiven. Hallo Anna, hast du über den Einfluss von Papst Johannes Paul Römisch II. Auf die Geschichte gelesen? Hallo John, ja. Seine Rolle bei bedeutenden Ereignissen war faszinierend. Er war ein starker Verfechter des Friedens, insbesondere in Osteuropa. Definitiv. Seine Besuche in Polen waren von entscheidender Bedeutung für die Solidarność-Bewegung. Es ist bemerkenswert, wie ein einzelner Mensch so viele Leben beeinflussen kann. Absolut. Seine Verteidigung der Menschenrechte war inspirierend. Und er ging auch auf Themen wie Armut und soziale Gerechtigkeit ein. Ja, er hat wirklich auf globale Herausforderungen aufmerksam gemacht. Es ist wichtig, sich an Führungskräfte wie ihn zu erinnern, die einen Unterschied gemacht haben. Lektion 80 Einzelhandelsentwicklung. Hallo Anna, ist dir schon aufgefallen, dass es den traditionellen Einzelhändlern schwerfällt? Hallo John, ja. Der Aufstieg des Online-Shoppings hat sich negativ auf sie ausgewirkt. Genau, viele Geschäfte schließen oder verkleinern ihre Geschäfte. Das ist eine bedeutende Änderung im Verbraucherverhalten. Was denken Sie? Ich denke, Einzelhändler müssen sich anpassen, indem sie ihre Online-Präsenz verbessern. Das macht Sinn. Auch das Anbieten einzigartiger Erlebnisse im Laden könnte hilfreich sein. Absolut. Kunden schätzen den persönlichen Service. Es ist eine Herausforderung, aber Innovation kann zu neuen Möglichkeiten führen. Rechts. Um auf dem heutigen Markt zu überleben, ist es entscheidend, Veränderungen anzunehmen. Lektion 81 Gebühren verstehen. Hallo Anna, ich habe gerade ein Hotel gebucht und gesehen, dass es einen Aufpreis gibt. Hallo John, ja, viele Orte erheben heutzutage sehr Wiki-Gebühren. Ich verstehe, aber es kann frustrierend sein, wenn es unerwartet kommt. Definitiv. Für Reisende ist es wichtig, sich über diese Gebühren im Klaren zu sein. Rechts. Sie können sich wirklich summieren und das Budget beeinflussen. Ich lese immer das Kleingedruckte, um Überraschungen zu vermeiden. Das ist ein kluger Schachzug. Transparenz ist im Gastgewerbe von entscheidender Bedeutung. Absolut.
Eine klare Kommunikation schafft Vertrauen bei den Kunden. Das werde ich bei meiner nächsten Reise im Hinterkopf behalten. Lektion 82: Die Auswirkungen der Globalisierung. Hallo Anna, haben Sie darüber nachgedacht, wie sich die Globalisierung auf Unternehmen auswirkt? Hallo, schon ja. Es eröffnet neue Märkte, erhöht aber den Wettbewerb. Genau. Unternehmen müssen innovativer sein, um sich abzuheben. Rechts. Sie müssen sich schnell an die sich ändernden Verbraucheranforderungen anpassen. Und auch kulturelle Unterschiede können sich auf Marketingstrategien auswirken. So gut. Das Verständnis lokaler Vorlieben ist entscheidend für den Erfolg. Es ist eine komplexe Landschaft, aber es gibt viele Möglichkeiten. Ja, die Akzeptanz von Vielfalt kann zu kreativen Lösungen führen. Ich bin gespannt, wie sich Unternehmen in diesem globalen Umfeld weiterentwickeln. Lektion 83: Badezimmer-Grundausstattung. Hallo Anna, ich habe über Badezimmerprodukte nachgedacht. Hallo John, was willst du wissen? Nun ja, mir ist aufgefallen, dass Seife zum Waschen verwendet wird. Genau. Und Shampoo ist speziell zum Haarewaschen gedacht. Rechts. Es ist interessant, dass jedes Produkt seinen eigenen Zweck hat. Sicher. Und es gibt auch so viele Arten von Seife und Shampoo. Ich bevorzuge Naturprodukte. Sie scheinen sanfter zur Haut zu sein. Das ist eine gute Wahl. Sie enthalten oft weniger Chemikalien. Genau. Ich fühle mich jeden Tag besser, wenn ich sie benutze. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Ich stimme zu. Eine gute Routine macht den Unterschied. Lektion 84: Reiseerlebnisse. Hi Anna, welche Erlebnisse wünschst du dir von deiner Reise? Ich möchte auf jeden Fall in die lokale Kultur eintauchen. Das klingt erstaunlich. An welche konkreten Aktivitäten denken Sie? Ich würde gerne traditionelle Gerichte probieren und lokale Festivals besuchen. Das sind großartige Möglichkeiten, sich mit der Kultur zu verbinden. Genau. Es ist nicht dasselbe, als nur Touristenattraktionen zu besuchen. Ich verstehe. Haben Sie versucht, abseits der ausgetretenen Pfade zu erkunden? Ja, ich habe einige versteckte Schätze gefunden, die unvergesslich waren. Das ist der beste Weg, die wahre Essenz eines Ortes zu entdecken. Lektion 85: Zusammenhänge erforschen. Hallo Anna, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass virtuelle Kontakte zwar schön sind, aber nicht dasselbe wie mit Menschen zusammen zu sein? Definitiv. Virtuelle Meetings sind bequem, aber persönliche Interaktionen haben eine einzigartige Energie. Ich verstehe. Das Teilen eines Raums hat etwas, das tiefere Bindungen schafft. Genau. Haben Sie versucht, lokale Veranstaltungen zu erkunden, um neue Leute kennenzulernen? Ja, ich war letztes Wochenende auf einem Gemeindefest. Es war fantastisch. Das hört sich lustig an. Was hat Ihnen daran am meisten Spaß gemacht? Die liebe Musik und die Möglichkeit, verschiedene Speisen zu probieren, waren unglaublich. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Das ist eine großartige Möglichkeit, eine Kultur zu erleben. Absolut. Außerdem ist es einfacher, Freunde zu finden, wenn man etwas gemeinsam genießt. Lektion 86: Kulturelle Entdeckung. Hallo Anna, hast du jemals über die unterschiedlichen Kulturen in Ländern wie Argentinien und Brasilien nachgedacht? Absolut. Jeder Ort hat seine eigenen einzigartigen Traditionen und Bräuche. Rechts.
Ich finde es faszinierend, wie Essen eine so große Rolle in der kulturellen Identität spielt. Ja, in Italien zum Beispiel sind Mahlzeiten oft eine Familienangelegenheit voller Freude und Verbundenheit. Und in Frankreich ist Essen fast schon eine Kunstform. Es geht darum, das Erlebnis zu genießen. Genau. Jedes Land hat seine eigene Art, Essen und Gemeinschaft zu feiern. Was ist mit Deutschland? Bei ihren Festivals wie dem Oktoberfest geht es vor allem darum, Menschen zusammenzubringen. Das stimmt. Und die Niederlande haben wunderbare Traditionen in Bezug auf Kunst und Geschichte. Es ist erstaunlich, wie Reisen uns die Augen für diese vielfältigen Kulturen öffnen kann. Lektion 87 Entscheidungen treffen. Hallo Anna, ich habe über eine wichtige Entscheidung nachgedacht, die ich treffen muss. Hallo schon. Was geht dir durch den Kopf vor? Ich versuche, zwischen zwei Stellenangeboten zu wählen und es ist schwierig. Das klingt herausfordernd. Haben Sie jeweils eine Liste mit Vor- und Nachteilen erstellt? Ja, das habe ich. Es hilft, alles klar zu sehen. Das ist ein kluger Ansatz. Für eine große Entscheidung ist es entscheidend, sich Zeit zu nehmen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich meine Optionen sorgfältig abwäge. Sie werden mit Sicherheit die richtige Wahl treffen, wenn Sie bedenken, was Ihnen am wichtigsten ist. Ich hoffe es. Ich möchte einfach einen Weg wählen, der sich für meine Zukunft richtig anfühlt. Lektion 88 Urlaubsbudgetierung. Hallo Anna, lass uns ein angemessenes Budget für unseren Urlaub festlegen, damit wir ihn genießen können, ohne zu viel auszugeben. Das ist eine kluge Idee. Wie viel sollten wir Ihrer Meinung nach bereitstellen? Ich habe darüber nachgedacht, es in Kategorien wie Unterkunft, Essen und Aktivitäten zu unterteilen. Toller Ansatz. Es hilft zu sehen, wohin unser Geld fließt. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass wir auch genug für unterhaltsame Erlebnisse haben. Sehe ich an. Vielleicht können wir ein paar kostenlose Aktivitäten finden, um unsere Ausgaben auszugleichen. Das ist ein guter Punkt. Die Erkundung lokaler Parks oder Märkte kann unterhaltsam und kostengünstig sein. Wenn wir Streetfood probieren, können wir Geld sparen und sind trotzdem lecker. Absolut. Mit einem soliden Plan können wir eine fantastische Reise ohne finanziellen Stress erleben. Lektion 89 Lerne. Hi Anna, hast du diese traurigen Geschichten über den letzten Teil von Boks Karriere gehört? Ja, das habe ich. Trotzdem war er eine so wichtige Figur im modernen Tennis. Absolut. Sein Stil und seine Anmut auf dem Platz waren unübertroffen. Und er hat die Art und Weise, wie die Leute den Sport sehen, wirklich verändert, nicht wahr? Sicher. Auch nach seiner Pensionierung blieb sein Einfluss stark. Es ist interessant, wie Sportler ein Vermächtnis hinterlassen können, das über ihre Karriere hinaus Bestand hat. Genau. Borgs Engagement für das Spiel inspirierte viele zukünftige Spieler. Und seine Rivalität mit McEnroe hat der Tennisgeschichte so viel Dramatik verliehen. Definitiv. Diese Spiele sind legendär und noch heute wird darüber gesprochen. Lektion 90 ein malerischer Rückzugsort. Hallo Anna, wusstest du, dass der See den ganzen langen Sommer über stabil war? Wirklich, das klingt wunderschön. Von welchem See redest du? Ich beziehe mich auf Niagara-on-the-Lake. Es wurde 1996 zu einem der besten Orte gewählt. Ich habe gehört, dass es dort eine atemberaubende Aussicht und großartige Bannhüter gibt. Ja, es ist perfekt für einen erholsamen Urlaub, besonders im Sommer. Ich würde gerne das Wasser besuchen und einige Outdoor-Aktivitäten genießen.
Du solltest. Es gibt auch schöne Wege zum Wandern und Radfahren. Lektion 91 Essensauswahl. Hi Anna, worauf hast du heute Lust zu essen? Ich habe Lust auf etwas anderes. Wie wäre es mit chinesischem Essen? Tolle Idee. Ich liebe chinesische Küche. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich kann Knödeln nicht widerstehen. Die sind so lecker. Knödel sind unglaublich. Wann ist es für Sie bequem zu gehen? Wie wäre es heute Abend? Wir können das neue Restaurant in der Innenstadt ausprobieren. Perfekt. Ich habe wunderbare Dinge über Ihre Speisekarte gehört. Lektion 92 Nostalgische Erinnerungen. Guten Morgen, Anna. Ich glaube, ich habe kürzlich ein paar alte Familienfotos gefunden. Wirklich? Was hast du entdeckt? Es gab einige Bilder von meiner Mutter, als sie jünger war. Das klingt faszinierend. Wie war sie damals? Sie hatte einen so einzigartigen Stil. Ich kann nicht glauben, dass sie solche Outfits trug. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Mode im Laufe der Jahre verändert. Ja, es brachte mich dazu, über die Geschichten hinter jedem Foto nachzudenken. Lektion 93 Reiseteaming. Hallo Anna, ich bin erleichtert, dass wir bereits früher durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind. Ja, es war grad. Ich bin froh, dass wir genug Zeit haben, das Flugzeug zu besteigen. Genau, ich hasse es, in letzter Minute überstürzt zu sein. Es macht mir immer Angst. Ich auch. Es ist schön, vor dem Flug etwas Zeit zum Entspannen zu haben. Haben Sie Pläne, was wir tun können, während wir warten? Ich könnte mir einen Snack holen und ein Buch lesen. Und du? Ich werde wahrscheinlich einfach die Aussicht genießen und vielleicht etwas Musik hören. Lektion 94 Schöne Reiseziele. Hallo Anna, hast du diese Orte mit klarem, blauen Wasser gesehen? Ja, Das klingt erstaunlich. Ich liebe es, am Strand am Wasser zu entspannen. Ich auch. Der Ozean hat etwas so Beruhigendes. Ich stimme zu. Es ist die perfekte Flucht aus dem Alltag. Außerdem sind die Sonnenuntergänge am Wasser atemberaubend. So, ich könnte stundenlang da sitzen und ihnen zusehen. Wir sollten bald einen Ausflug zu einem wunderschönen Strandziel planen. Lektion 95 Reisen buchen. Guten Morgen, Anna. Der Buchungsvorgang verlief reibungslos. Das ist toll zu hören. Wie viel hat es gekostet? Nachdem Sie gebucht haben, Es war angemessen, vor allem angesichts der Lage. Das ist gut. ein gutes Angebot zu finden, macht das Reisen noch schöner. Definitiv. Ich fühle mich immer gut, wenn ich ein Schnäppchen finde. Wenn Sie Geld sparen, wird die Reise zu etwas Besonderem. Genau. Dadurch können wir auf Reisen mehr Geld für Erlebnisse ausgeben. Lektion 96 Umweltbewusstsein. Hallo Anna, hast du von den Umweltproblemen in unserem Land gehört? Hallo John, ja, es ist besorgniserregend. Wir haben eine der am stärksten verschmutzten Umwelten in Europa. Es ist alarmierend. Ich denke, dass mehr Bewusstsein für dieses Problem erforderlich ist. Absolut. Viele Erwachsene sterben aufgrund der Umweltverschmutzung früher. Wir sollten uns für sauberere Luft und saubereres Wasser einsetzen. Ja, und trennen Sie auf Richtlinien, die unsere Umwelt schützen. Genau. Kleine Änderungen können große Auswirkungen haben.
Es beginnt damit, uns selbst und andere zu erziehen. Ich stimme zu. Umweltbildung ist für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung. Hoffen wir, dass sich mehr Menschen für einen gesünderen Planeten einsetzen. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Lektion 97 akademische Ambitionen. Guten Morgen, Anna. Ich bin wirklich gespannt auf meine Pläne für das nächste Jahr. Hallo John, was hast du vor? Ich möchte mich für mehrere Studiengänge bewerben. Das ist fantastisch. Für welchen Bereich interessieren Sie sich? Ich neige zur Informatik. Die Technologie entwickelt sich so schnell. Tolle Wahl. Es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Bereich. Ja, und ich möchte direkt nach meiner Zusage mit dem Studium beginnen. Kluges Denken. Haben Sie mit der Vorbereitung Ihrer Bewerbung begonnen? Ich habe. Ich sammle alle meine Dokumente und schreibe meine Aufsätze. Das ist wichtig. Eine starke Bewerbung kann Ihnen wirklich dabei helfen, sich von der Masse abzuheben. Ich bin entschlossen, mein Bestes zu geben und meine Ziele zu erreichen. Lektion 98, kleine Schritte. Hallo Anna. Ich bin etwas nervös wegen meiner morgigen Präsentation. Hallo John, ich glaube an dich. Machen Sie einfach kleine Schritte und Sie werden Großes erreichen. Das stimmt. Ich habe vor, heute noch ein bisschen zu üben. Gute Idee. Vielleicht vorhin Spiegelproben, um Selbstvertrauen aufzubauen. Das werde ich versuchen. Es ist etwas umständlich, aber es könnte helfen. Definitiv. Die Visualisierung Ihres Erfolgs kann einen großen Unterschied machen. Normalerweise bin ich ängstlich, aber ich bin entschlossen, mein Bestes zu geben. Das löst der Geist. Denken Sie daran, jeder macht Fehler. Es ist Teil des Lernens. Ja, ich muss mich daran erinnern, dass es in Ordnung ist, nicht perfekt zu sein. Genau. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Ideen zu teilen und mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Ich werde. Danke für die Ermutigung. Es bedeutet viel. Lektion 99, Einkaufsliste. Morgen, Anna, was steht diese Woche auf deiner Einkaufsliste? Hallo John, ich brauche etwas Gemüse, Hähnchenbrust und Nudeln. Das hört sich köstlich an. Haben Sie ein bestimmtes Rezept im Sinn? Ja, ich habe vor, eine Pfanne mit Hühnchen und Gemüse zuzubereiten. Lecker. Ich liebe Pfannengerichte. Sie sind schnell und gesund. Genau. Außerdem können Sie jedes Gemüse verwenden, das Sie gerade zur Hand haben. Welches Gemüse fügst du am liebsten hinzu? Ich mag Paprika und Brokkoli sehr. Sie sorgen für tollen Geschmack und Farbe. Das sind großartige Entscheidungen. Vielleicht probiere ich das Rezept auch aus. Du solltest. Es ist einfach und Sie können es nach Ihrem Geschmack anpassen. Ich werde es diese Woche auf jeden Fall versuchen. Lektion 100, Pendelmöglichkeiten. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit über deine Pendelmöglichkeiten nachgedacht? Hallo John, ja. Ich denke darüber nach, mir für den täglichen Weg zur Arbeit ein Fahrrad anzuschaffen. Das ist eine tolle Idee. Fahrräder sind zuverlässig und kostengünstig. Genau. Außerdem hilft es mir, fit zu bleiben und meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Haben Sie ein bestimmtes Fahrrad im Sinn? Ich schaue mir Hybridfahrräder an, da sie vielseitig für den Stadtverkehr geeignet sind. Gute Wahl. Sie sind auch für längere Fahrten bequem. Ja, und ich kann es auch für Besorgungen verwenden.
Das klingt perfekt. Haben Sie über Sicherheitsausrüstung nachgedacht? Definitiv. Ein Helm und Licht sind für die Sicherheit unerlässlich. Absolut. Es ist aufregend, solche umweltfreundlichen Entscheidungen zu treffen.